Hallo und willkommen zu diesem Video. In dieser Videoserie werden wir darüber sprechen, wie Sie die Gesetze des erfolgreichen Handels nutzen können, um Ihre Handelsergebnisse in den nächsten 12 Monaten zu verbessern. Im letzten Video haben wir über das Gesetz der großen Zahlen gesprochen und wie Sie es nutzen können, um Ihre Wahrscheinlichkeiten zu verbessern und den Basissatzfehler zu vermeiden. In diesem Video werden wir über das Gesetz des schlechtesten Ergebnisses und über schwarze Schwäne sprechen. Haben Sie schon vom Phänomen des schwarzen Schwans gehört, das von Nassim Nicholas Taleb beschrieben wurde? Die Kurzfassung ist, dass egal wie viele tausend Menschen die Existenz von schwarzen Schwänen leugnen, ein einziges Auftreten eines einzigen schwarzen Schwans ihre Annahme widerlegen wird. Im Jahr 2019 hat es ein Mann aus Kenia geschafft, einen Marathon in unter 2 Stunden zu laufen. Das ist unglaublich schnell, aber jetzt, wo ein Mensch es geschafft hat, werden andere Menschen es auch schaffen. Wie in der alten Geschichte über Roger Bannister und die 4-Minuten-Meile. Alle dachten, es sei unmöglich, aber mehrere Dutzend Menschen schafften es danach innerhalb weniger Wochen. Sobald die Menschen davon überzeugt sind, dass das bestmögliche Ergebnis möglich ist, fangen sie an, es zu glauben. Aber es gibt auch das Gegenteil, und das ist das schlechtestmögliche Ergebnis. Das schlimmstmögliche Ergebnis ist so etwas wie der Weltrekord im Blitzschlag. Wenn Sie den Wikipedia-Artikel über Roy Sullivan lesen, erfahren Sie, dass dieser Mann der einzige Mensch ist, der 7 Blitzeinschläge überlebt hat. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt jenseits dessen, was ich mir vorstellen kann, aber wenn Sie sich die Wikipedia-Seite genauer ansehen, werden Sie feststellen, dass es ein paar Dinge zu beachten gibt. Virginia hat eine überdurchschnittlich hohe Anzahl von Gewitterstürmen. Die meisten Menschen, die vom Blitz getroffen wurden, waren Männer zwischen 20 und 40, die sich im Freien aufhielten. Und Roy Sullivan war ein Parkwächter in Virginia. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass das Schlimmste eintreten wird, wenn alle schlechten Dinge zusammenkommen. Murphys Gesetz dazu lautet, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Für den Handel bedeutet das Gesetz des schlechtesten Ergebnisses, dass wir unser Handelssystem so gestalten müssen, dass die Wahrscheinlichkeit, das schlimmstmögliche Ergebnis zu überleben, überdurchschnittlich hoch ist. Lassen Sie mich erklären, was ich meine. Ich führe seit mindestens 8 Jahren hintereinander Backtests durch, um die beste Einstellung für mein System zu finden. Wenn Sie sich die Ergebnisvideos auf algorithmictradingsystem.com ansehen, werden Sie sehen, dass die Risikoeinstellungen für ein einzelnes Jahr manchmal hoch sind und es möglich ist, einen guten Gewinn zu erzielen. Aber wenn Sie versuchen, mit der gleichen hohen Risikoeinstellung 8 Jahre hintereinander zu handeln, ist die Wahrscheinlichkeit eines Totalverlustes sehr hoch. Daher müssen wir die Risikoeinstellung auf einen niedrigeren Wert einstellen, wenn wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen wollen, das schlimmste Ergebnis zu überleben. Die meisten Händler denken, dass dies nicht passieren wird, denn wenn etwas gestern funktioniert hat, sollte es auch morgen funktionieren. Der Untertitel des Buches, Der schwarze Schwan, des Traders Nassim Nicholas Taleb lautet, die Auswirkungen des höchst Unwahrscheinlichen. Was unwahrscheinlich ist, könnte Sie verletzen, wenn es eintritt, und es könnte schlimme Folgen haben. Wenn Sie jemand bittet, russisches Roulette zu spielen und $1 Million zu gewinnen, aber Sie müssen 50 Mal hintereinander abdrücken, würde ich die Wette nicht annehmen. Es ist also eine gute Idee, viele Backtests durchzuführen, um herauszufinden, was das schlimmstmögliche Ergebnis in den letzten 8 Jahren oder so gewesen wäre. Danach können Sie Ihr System so anpassen, dass es Ihnen hilft, Ihre Wahrscheinlichkeiten auf lange Sicht zu verbessern. In diesem Video haben wir über das Gesetz des schlechtesten Ergebnisses gesprochen und darüber, wie man schwarze Schwäne vermeiden kann. Im nächsten Video werden wir über ein Gesetz sprechen, das die Vorhersagbarkeit des Systems auf lange Sicht verbessern kann.